Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds. Willkommen zur zweiten Staffel der ersten deutschsprachigen Cloud-Gaming-Show, Cloudplay. Auch heute wieder mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen und spannenden Gästen. Und jetzt geht's los mit Resident Scooterama sowie den beiden Hosts des Abends, Cheeky Boing und State of Stadia. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Cloudplay, eurer Talkshow zum Cloud Gaming. And tonight is a special night as we're going international for the first time ever. So also a warm welcome to all of our international viewers outside. Heute ist der 14. September. Wir werden uns thematisch vor allem mit Amazon Luna beschäftigen. Wir haben eine Menge an Google Stadia News und Informationen mit im Gepäck. Und natürlich haben wir uns einen super Gast eingeladen und wir werden uns auch mit seinem Background stark beschäftigen. Und da unser Gast Brite oder ganz genauer sogar Engländer ist und dem Deutschen nicht ganz so mächtig wie einige von uns heute hier oder auch in der Vergangenheit, dann werden wir heute auch ab und an mal ins Englische verfallen, wie ihr das gerade schon mitbekommen habt, und einige Teile der Show auch ins Englische übersetzen. Like right now, just for the non-German speaking crowd outside and also for Adam, we are changing languages in this show quite often and are trying to translate the most important, I would say, parts for our British guests. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal, hallo Cheeky Boing, schön, dass du auch heute wieder am Start bist. Wie geht's dir? Hi. Ich hatte heute einen sehr stressigen Tag und freue mich, hier zu sein. Musste ganz schnell noch was essen und konnte auch nicht meine coolen Cam hier einrichten. Deswegen ist es heute nicht ganz so schön wie beim letzten Mal. Aber das ist mir total egal, weil Adam ist hier und Scooter ist hier und State of Stadia ist hier und die Community ist hier und was gibt's Geileres? Also auf einen schönen Abend und danach geht's in die Cloudplay Lounge. Jetzt schon vormerken, wir spielen heute Golf und ich werde bestimmt ziemlich abkacken. Aber der Scooter ist doch da und gibt mir ein paar Tipps, oder? Ja, ich habe mein neuen Eisen schon gepoliert. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo erstmal alle miteinander. Danke, dass ich wieder da sein darf. Und ich finde es toll, dass der Herr Cheeky Boing so einen Enthusiasmus ausstrahlt. Den kann ich nur zurückgeben. Bin da, bin hot auf den Abend. And now, after a long sequence of German blah blah, it's time to say hello and good evening to Adam, as known as OriginalPenguin, live from England. Thanks for joining our little show in Germany. Hi. Guten Abend. Thank you. Yeah, it's great to be here. Thank you for inviting me on. Of course, it's a pleasure. It's a pleasure. And now, our first topic, unser Eröffnungsthema. Es ist immer dasselbe, das wisst ihr alle schon. Die Frage ist, welches Spiel habt denn ihr zuletzt gekauft oder vielleicht auch vorbestellt und vor allem für welchen Cloud-Gaming-Dienst? Und damit wir gleich mal unseren Dolmetscher-Dienst testen hier bei Cloudplay, schlage ich vor, dass Adam mal beginnt, nachdem Scooter das Ganze für ihn mal übersetzt hat. Yeah, actually, Adam, we start the show not by mentioning what we have played, but what we have bought for cloud gaming lately. So what's your latest buy? So my latest buy is Darkwood. I've been looking for on Stadia. I've been looking forward to this game, despite not being a fan of horror. As soon as it launched, I imagine it will go to Pro, but I really like the look of it. So, yeah, that's what I've bought recently. But we have a Darkwood 2 on Pro already. No, that's not Darksiders. That's Darkside. Yeah. Oh, it's so much dark in the names. Okay, also hat Darkwood gekauft, obwohl kein Horrorfan ist. Aber Okay. Do we expect a pixel count? Because we all know that you make moves and you buy the games sometimes only for counting them. Yeah, that's true. So quite often I only buy games for counting them. I believe I might have already done a quick look at Darkwood. There will definitely be a pixel count. But you'll keep it.
This time. Yes, yeah, this game in okay. particular, I will keep it. Also er wird das dieses Mal behalten, obwohl er meistens und oft auch schon Spiele gekauft hat, nur um die zählen zu können, um sie dann wieder zurückzugeben. Wir wissen ja alle, dass man das 2 Stunden lang oder 2 Game-Stunden machen kann und die wieder zurückgeben kann. I think you are the one on Stadia with the most returns ever, I guess. Yeah, Er hat wahrscheinlich die meisten Spiele jemals zurückgegeben. He's the baddest customer for Stadia in this terms. I'm pretty sure one day my account will be banned. Ja, vielleicht wird er irgendwann mal gebannt deswegen. Ja. Okay, dann machen wir doch gleich mal weiter mit den nächsten Käufen. Chigi, hast du dir denn eigentlich jetzt was Neues gegönnt in den letzten Wochen oder bist du ganz sparsam und enthaltsam geblieben? Oder gleich heute früh dann doch bei Darksiders 3 zugeschlagen? Erzähl uns. Nee, ich habe keins von den Sachen geholt. Ehrlich gesagt warte ich bei Darksiders auf den ersten Teil. So I'm waiting to buy Darksiders until they release Part 1. So I can start the series. Also ich warte darauf, dass Teil 1 kommt, damit ich die Serie starten kann. I never played Darksiders. But I also bought Darkwood. It's a great game. I love it. Aber das war ja schon letzte Woche. Deswegen, ich hab nichts Neues am Start. Aber ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, warum Black Flag ist aktuell nicht in Ubisoft Plus. Das Google-Team weiß darüber wohl Bescheid. Nähere Infos haben wir jetzt auch nicht. Aber da kann man durchaus auch nochmal einen Tag oder 2 warten und ja, dann mal gucken. Aber der Preis ist natürlich sehr, sehr, sehr reizvoll. Ich kenne viele Fans des Spiels. Mit Pro sind es, glaube ich, 15 € knapp. Und den Preis ohne Pro kann ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht weiß Scooter da noch ein bisschen mehr. Aber da könnte man durchaus zuschlagen. Aber im Moment ist da für mich nichts dabei. Aber letzte Woche war ja auch echt viel los, ne? Absolut, richtig. So, und Scooter, jetzt bist du zurück aus deinem Urlaub. Wir sehen dich heute in deiner heimischen Veranda, nein, in deinem Esszimmer sitzen, auch mal ganz ohne Hintergrund. Hast du dir denn eigentlich neben dem ganzen Zocken vom Golfen und PGA Tour 2K21 was gegönnt? Weil ich habe dich eigentlich immer nur mit speziellen Outfits jetzt bei Golf gesehen. Ich glaube, deine Zeit war da ein bisschen knapp, oder? Ja, das war schon cool. Also das kaufe ich ja mit In-Game Money. That's the good thing on PGA Tour. You can buy things like the cosmetics with in-game money. Ja. Da muss man nicht richtiges Geld investieren, das mache ich eher selten. Aber ich habe tatsächlich ein paar Käufe, wobei ich sagen muss, es gab ja letzte Woche und vorletzte Woche ein Indie-Game Sale on Stadia. And I've actually bought not one single game because I already had all of those. Ich hatte schon alle fast in der Liste because they were all on Stadia Pro before. Alle. There's a THQ sale going on. Yeah, of course. Yeah, listen to me. I'm going to tell you because just listen. Okay. No, also wir hatten diesen Indie-Game Sale und ich musste wirklich kaum ein Spiel kaufen. Ich musste davon keins kaufen, weil die waren alle schon grün, freigeschalten, die waren fast alle bei Stadia Pro schon im Lineup. Außer da war Darkseid Detective 2, den hatte ich schon. Sonst hat mich da nichts gereizt, aber jetzt zu meinen Käufen. Und zwar, ich habe mir, und da bin ich stolz drauf, den Season Pass von Crata gekauft. I got the Season Pass lately. The Battle Pass, or how they call it, I don't know. The newest Battle Pass, because they have also cosmetics. Ich stehe auf das Zeug, das ist richtig lustig bei denen, auch wiederum. Und aber ich musste ihn mir nicht mit Geld kaufen. Ich habe ihn gewonnen bei Cloud Gaming Dad. Der hat so ein Giveaway gehabt and I won it. I won the code for this. And I'm going to buy, of course, Assassin's Creed Black Flag because I've bought all Assassin's Creed before. I have Ubisoft Plus. I'm missing it in Ubisoft Plus because it was released tonight. Es ist ja erst seit heute Abend online, Black Flag, aber ich muss das unbedingt in meiner Sammlung haben. Das werde ich mir kaufen und das wird ein No-Brainer. Also wahrscheinlich nicht. Ich wollte vor der Show, ich es kurz noch kaufen, aber mache ich gleich danach. Okay, super interessant. Vielen Dank für eure Einblicke dabei.
Und jetzt gehen wir mal zu unserem ersten Thema außerhalb auch von Google Stadia. Amazon Luna. Wir hatten es schon öfters bei uns in der Show, das ganze Cloud-Streaming-Angebot, Cloud-Gaming-Angebot von Amazon. Und natürlich ist es nach wie vor nur in den USA freigeschaltet und auch nur erhältlich. Und selbst da nennen sie das immer noch eine Early Access. Man muss sich teilweise anmelden oder bewerben, damit man da reinkommt. Aber mir scheint es zumindest so, dass man diese regionale Begrenztheit auch wirklich nutzt, um da neue Funktionen erstmal hinzuzufügen und an dem Produkt weiter zu basteln und am Ende dann auch etwas herstellt, was man dann weiter ausrollen könnte. Denn jetzt gibt es eine neue Ankündigung von neuen Shows und nein, nicht neuen Shows, neuen Features. Und die stehen natürlich demnach auch weiterhin nur den US-Lern zur Verfügung. Chiki, was hat Amazon Luna denn alles so angekündigt? Kannst du uns da einen kleinen Einblick mal geben? Was mich vor allem am meisten beeindruckt hat oder was ich am krassesten fand, ist das Luna Couch Gaming oder Couch Play Feature, wo du im Prinzip andere einladen kannst, deinem Spiel zu joinen. Also sowas wie, als würdest du Couch-Koop-mäßig würde der neben dir sitzen und du schickst ihm einen Link und lädst ihn halt ein und derjenige kann dann mit dir zusammen zocken. Was für ein geiles Feature ist das denn? Also im Prinzip. Aber das Beste an der Sache ist, derjenige braucht nicht mal einen Luna-Account. Der kriegt den Link, darf einsteigen ins Spiel ohne Anmeldung, ohne alles. Das ist der Hammer. Deswegen ja Couch-Koop-Feature. Ne? Also im Prinzip, als würdest du ihm dein Gamepad reichen und er kann dann mit dir zusammen dieses Spiel spielen. Und das ist ein Feature, was absolut, das ist schon fast ein Plattform-Seller. Also im Sinne von, ich hoffe, dass Google irgendwas Ähnliches in Planung hat, weil das ist total krass. Also ich weiß, wir können Formel 1 zocken, jemand hat es vielleicht nicht und dann sagst du, das ist kein Problem, komm auf meine virtuelle Couch und dann kannst du mit uns zusammen alle Formel 1 spielen. Ich finde, das ist ein fantastisches Feature und das ist eine der Stärken, die Cloud Gaming ausspielen kann. Genau in solchen Momenten. Also nicht nur Crowdplay oder Crowd Choice, sondern gerade sowas, das ist total fantastisch. Dann mit einem Klick einfach joinen, dass Google nicht darauf gekommen ist, fand ich bemerkenswert. Ich meine, das ist extrem gute Werbung halt auch für einen Dienst. Du brauchst niemanden zu überzeugen, sich mal irgendwo anzumelden, sondern du sagst, hier, schick dir einen Link, probier es einfach mal mit mir aus, wenn es bei dir passt. Das ist for free. Und es nennt sich Luna Couch. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen. Nennt sich Luna Couch. Und Luna geht ja wirklich einen ganz anderen Weg, nämlich sich sehr, sehr, sehr langsam zu öffnen. Also im Prinzip im Moment ja noch gar nicht zu öffnen, international gesehen. Und es kommen immer mal Features dazu. Ich glaube, die hören auch sehr, sehr, sehr auf ihre Community. Es gibt einen neuen Family Channel, wo du explizit familienfreundliche Games drin hast. 35 müssten es sein, die mit drin sind. Und das für nur $3. Ja, für $3 holst du dir ein Paket von, also im Prinzip so wie die Prime-Channels, wo du dir die Sachen dazu buchen kannst. Du hast so einen Base-Channel, also zum Beispiel Luna Plus, was so ein Early-Access-Preis ist, aber es sind $6 pro Monat. Und dann holst du dir noch diesen Family Channel dazu für $3 mit 35 Games. Dabei ist auch das, was auf Battle for Bikini Bottom, das gibt es auch auf Stadia. Und noch ein paar andere, auch DreamWorks Dragons ist dabei, Transformers ist dabei. Also schon ziemlich coole Sachen. Und Garfield Kart fand ich auch sehr cool auf Magenta Gaming. Und ich weiß nicht, ob ich es so schlecht finde, dass Amazon das macht. Ich bin nicht der größte Fan von Amazon an sich, aber ich finde, dass diese Art von wir gucken mal, was funktioniert, wie wir an die Nutzer herantreten und bieten Features, also Feature after Feature und öffnen uns sehr, sehr, sehr langsam. Vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen gar nicht so schlecht gewählt in diesem Fall. Und dann hauen sie da solche Dinger raus, fand ich sehr, sehr gut. Also die Kombination, also aus dieser Pressemitteilung mit den neuen Channels und Ubisoft Plus Channel gab es ja vorher auch schon auf Luna. Ja. Da gab es ja auch die Erhöhung des Preises. Also auch da wird es ab 30. September so sein, dass es dann der Preis erhöht wird. Außer ihr seid schon vorher Kunde gewesen bei Ubisoft Plus, dann bleibt der Preis ist wie bei GeForce Now. Da hat man ja auch so einen Founders-Preis.
und danach wird der Preis halt ein paar Dollar teurer oder ein paar Euro teurer. Und eine Sache auch noch, da hatte ich mit jemandem für unseren Podcast drüber gesprochen. Das will ich jetzt noch nicht so näher drauf eingehen, damit die Überraschung noch bleibt. Da kommt noch ein bisschen was. Ein Retro-Gaming-Channel, auch für Luna. Vermisse ich irgendwie so bei den anderen Plattformen so dedizierte Retro-Games, und das wird es bei Amazon Luna ebenso geben. Also darunter, ich schaue mal eben nach, Atari, SNK und mehr. Zum Beispiel Another World, Dragon's Lair, King of Fighters und das alles in HD. Ich muss das mal in kürzere Häppchen packen, sonst schaffe ich das nicht mehr ganz. For Adam to translate, because we were obviously we were talking about Luna, and maybe you've heard of the new feature Couch Co-op, or how do you call it, the Luna Couch or whatever? Have you heard of that? Yeah. What do you think about that? Because Chiki was very keen on that. So, okay. I was thinking about that. I was wondering whether you were going to ask. And the idea behind it is wonderful. But I have to ask this. What good is a feature that only America can use? What good is a platform that only America can use? Wie gut ist eine Feature, das nur die Amerikaner eigentlich nutzen können. But Luna is going to expand someday in the future. Someday. Maybe. Yeah, soon. And Stadia will have 1,000 games soon. That's it. Ja, so, wenn Stadia dann mal 1.000 Games hat, dann wird Luna auch nach Europa kommen, ja. We'll see that. But you in the UK, you can actually access Luna, don't you? No? Unless that's happened very recently, as far as I'm aware, no. I thought it was in US and UK, but oh no, this was Ubisoft Plus in the beginning. Ubisoft Plus was UK and USA. Okay, ich habe das verwechselt, weil Luna gibt es wirklich nur in den USA und noch nicht außerhalb. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann. But this feature is a killer feature, isn't it? Yeah. I haven't read up too much about it. So if I remember correctly, it enables someone to play a game with you even if they don't own that game. And without any account, actually. You just send them a link and they can join your game, no matter if it's a multiplayer online game that you have bought for your account. You can send them a link and he can sit in New York and you are in LA and they can play with each other like they are on one couch. It's like an international couch. Yeah, and they don't have to have a Luna account or not even a Prime Amazon account. Yeah, that sounds really good. Wasn't it PlayStation or Xbox who had something similar planned for the PlayStation 4 or Xbox One, if I remember correctly? Ja, weiß das jemand im Chat? Gibt es da sowas bei PlayStation? Ich habe sowas noch nicht gehört. I didn't hear anything about that. Maybe the chat has. Yeah. Oh! What about New World? It's not coming to Amazon Luna. Is it not in the beginning? Yeah, exactly. Oh. But hey, Amazon Luna is another great cloud gaming service. Ja. Ist halt die Frage. Also ich glaube, dass viele vielleicht das mitnehmen, weil sie Amazon Prime haben. Das wird ja sicherlich da auch ein Bonus sein für alle Amazon Prime-Nutzer. Und dann halt zusätzlich kann man sich natürlich noch einen Channel dazu buchen. Also ich glaube, muss man natürlich auch persönlich wissen, wo die Prioritäten gesetzt sind, denn am Ende haben wir so viele Abos und wissen gar nicht mehr, was wir noch abonnieren sollen. Also ich glaube, das wird dann langsam auch unübersichtlich, wenn ich dann auch noch Channels abonniere. Das kann ja vielleicht auch mal jemand im Chat darlegen, wie er es macht, wenn er Channels auf Amazon Video auf Prime abonniert und da den Überblick zu behalten. Ich fand das recht schwierig. Und dann auch noch im Spiele-Abo. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich darauf, wenn es nach Deutschland kommt, um es zu testen. Allein schon wegen der Performance. Das interessiert mich sehr. In den USA wird es sicherlich gut funktionieren, zumindest was man so liest. Und das Feedback ist ja auch recht gut. Aber ist ja noch mal eine andere Sache, wenn es dann hierhin kommt. Was ja vermutlich auch der Grund ist, warum es noch nicht hier ist. Weil sie halt immer noch an der Architektur dahinter arbeiten. Ne? Okay.
Okay, Adam, tell us about it because you found it. Yeah, so it's called Game Share. It's called Share Play, and it's not quite the same as Luna. Luna allows you to play this game without a Luna account. Sony requires you to both persons have to have PlayStation Plus. Yeah. However, one person would send a Share Play invite to their friend, and that other person doesn't need to own a copy of the game, and they'll both be able to play together. I think it might be time restricted, possibly, if I remember correctly. I've not used the feature myself, but I know that it was there. I don't know if it works with PlayStation 5. Bei PlayStation gibt es sowas, wenn beide einen PlayStation Plus Account haben und dadurch beide Access auf das Spiel, kann man das zusammen spielen und das könnte zeitlich begrenzt sein. Aber das ist noch nie gehört. Ein ähnliches Feature, aber das ist dann so, it's like Stadia's Stage Share actually, for a game that both own. It's like Stage Share, isn't it? Oh, no, you don't both have to own it. So only one person has to own the game, okay. And they send an invite to a friend, and they can both play the game. Ja, okay, interesting. Also, nicht beide müssen das haben. Ja, cool. Sehr schön. Okay. Gut, Leute, danke. Dann war das ein super zusammenfassender Überblick über die Neuigkeiten bei Amazon Luna. Gehen wir mal weiter und gehen so ein bisschen zur Google Cloud, aber auch Google Stadia. Denn ein Artikel von ZDNet hat bei Stadia-Creatoren, vor allen Dingen auch Stadia-Skeptikern und damit halt auch ein paar Pressemedien für einigen Rummel gesorgt. Ich muss aber anmerken dazu, immerhin war die deutsche Berichterstattung nicht ganz so hysterisch und negativ eingenommen, fand ich jetzt wie in den vergangenen Monaten. Und da hat man das ja ganz anders immer wahrgenommen. Aber Scooter, kannst du für uns nochmal kurz in einem Recap darstellen, was ist passiert? Was hat Google Stadia mit Google Cloud zu tun und was hat ZDNet da ans Licht gebracht? Du meinst die Personalbesetzung, Yep. Die gewechselt hat? Ja, also wir kennen den Jack Buser. Jack Buser war war führender Manager für Development von Google Stadia, also fast so der zweite Mann hinter, helft mir kurz auf die Sprünge, hinter Phil Harrison. Ja, Phil, natürlich, Entschuldigung. Der Name ist mir gerade nicht. Aber der zweite Mann hinter Phil Harrison und der hat jetzt gewechselt zu einer neuen Stelle zu Google Cloud. Man muss dazu sagen, diese Stelle wurde eigens quasi für ihn geschaffen. Die gab es vorher noch nicht. Und die wollen Google Cloud dadurch besser positionieren und ZDNet hat es sogar so formuliert, mehr auf Games ausrichten. Das haben sie sogar in der Überschrift so formuliert. Das soll das Ziel sein, weil Jack Buser in seiner neuen Position die gesamte Google Cloud, das beinhaltet auch alle anderen Divisionen. Da wurde im gleichen Atemzug Stadia und YouTube genannt. Das Google Cloud-Geschäft soll wesentlich ausgeweitet werden. Da soll der Fokus auch drauf liegen. Nicht mehr auf dem Werbegeschäft, sondern es soll jetzt ganz klar mit großen Investitionen in die Cloud, ins Cloud, komplett nicht Cloud Gaming, sondern in das Cloud-Geschäft soll groß investiert werden. Und da soll eben Jack Buser mit seinen Connections, die er schon hat aus dem Gaming-Bereich, sehr von Nutzen sein, wie ein anderer Manager in dem Interview ZDNet bestätigt hat. Und das fand ich doch eine sehr interessante Geschichte. Es wurde dann versucht, ins Negative zu spinnen und zu sagen, ja, schon wieder verlässt ein Manager Stadia. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja für Stadia ein Riesenerfolg, quasi einen Manager aus den eigenen Reihen in eine höhere Position, übergeordnete Division zu bringen. Der hat ja sicher, also mit den Erfahrungen, die er nutzen wollen, hat er sicher noch im Hinterkopf, wo er herkommt. Und der wird ja nicht von heute auf morgen Stadia vergessen. Das heißt, der ist in einer neuen Position für die Google Cloud zuständig und das kann nur von Vorteil für Stadia und für die gesamte Google-Landschaft sein. Wenn so ein Mann, der mit solcher Erfahrung in eine bessere Position kommt, top. Gute Geschichte, finde ich. And Adam, how did you experience the Jack Buser story and within the community and what's your personal opinion about?
Okay, so within the community, as expected, there are opinions on all ends of the spectrum. And I'm not going to comment too much on who I think may be right, who I may think may be wrong. Everyone's, some people may be a bit misguided with their opinions. Just tell us your opinion. That's yeah. exactly. So my thoughts on this are, Jack Buser has been working there for a little while now. Yeah. He, I think he possibly started since 2014. I know his name is on the patent. No, he was a founder. He was there for Google Stadia when it wasn't Google Stadia. It was Google. Exactly. How was it called? Almost 6 years. Yeah. Yeah. So I know his name was on the patent. So he must have been. He's been there since the very start. And people move on from their positions, and it's not like he's left Google. Yeah. It's he's not being fired. It appears to me like he has been promoted. Yeah. And I'm going to be honest as well. I think that maybe having just a little bit of some fresh blood, I guess, could be a good thing. Mm-hmm. It's a wait and see for me. Yeah, I mentioned that they have already stated that they want somebody in that position that like Jack Buser, who has a lot of experience and already a lot of connections in the gaming area and in the cloud gaming, not only cloud, but gaming field of gaming, and a lot of not only experience, but connections. Yeah. And that's what they wanted. And that's a good thing. Yeah, he got promoted. Ja, you're right. Also er wurde auch seiner Ansicht nach befördert, ja, in eine bessere Position, und das kann nie schlecht sein. Genau. So habe ich das übrigens auch gesehen. Chigi, hast du noch eine Meinung zu der Sache? Ich habe überhaupt nicht. Du hast doch zu allem eine Meinung. Deswegen ich habe eine Meinung dazu, aber ich habe nicht verstanden, wie genau dieses Thema also warum das so negativ wieder angekommen ist bei einem Teil der Community. Oder ist es überhaupt noch eine Community, wenn man alles irgendwie dann ins Negative zieht? Also ich glaube, dass manche Menschen, some people have left the point of that they are part of our community. Ich glaube, es ist echt schwierig. Also ich habe wieder so viel Mist darüber gelesen, dass ich einfach auch keinen Bock mehr hatte. Ich habe darüber geschrieben, ich habe es positiv bewertet in seiner Gesamtheit, und ich sehe da wirklich keinen Punkt, der mir negativ aufgefallen wäre. Überhaupt gar nicht. Wir sehen, dass die Plattform noch da ist. Stadia ist da. Es werden weiter sagen, es war aber nicht nur die Community, die das negativ bewertet hat. Es gab auch eine Kukato-Headline, who explicitly mentioned a manager is leaving Google Stadia. It's Kotaku. But that's what people read. Yeah. They read the headlines. So stop. And that's why reading Kotaku. It's not only our community, it's like journalism like this. Ja, das ist der Journalismus, der heutzutage genau mit diesem Clickbait-Zeug ins Schwarze trifft. Es war gar nicht, ich fand, das war gar nicht so die Community. I didn't see so much of the community like arguing with that. You don't see then you are blocked. Yeah. Okay, aber es gibt noch wesentlich bessere Nachrichten von Stadia, und zwar wurde heute Abend im Stadia Weekly, was heißt TWOS eigentlich, ausgesprochen? This week on Stadia. Danke, genau, Jungs. This week on Stadia, a new community post on community.stadia.com. Adam, what do you think? Which new game is your favorite one? Tell us something about. Okay, so from the new games. Yeah, from this evening. So I'm interested in looking at Merrick's Market. I'm very much into those sorts of games. Simulation, strategy, management, that sort of thing. So for me it would be Merrick's Market. Are you into a little bit big workshop already? I've completed it already. Oh, no, you don't.
Yeah, very much into Little Big Workshop. But when it joined Stadia, I had a look on PC, and the price on PC was so cheap. I was like, oh, I'll just get it on PC. And I became really addicted to it. So I uninstalled it so that I would not be addicted to it. And when it came to Stadia Pro, I was overjoyed. And yeah, I got addicted to it all over again. Also er steht voll auf Merrick's Market, deswegen auch Simulationsspiele, und ich habe ihn gefragt, ob er eben Little Big Planet schon durch hat. Nein, ich habe ihn gefragt, ob er schon gespielt hat. Er hat es eigentlich schon durch, hat er gesagt. But how many hours did you play? Because I'm into Little Big Workshop right now. Also for reasons, actually, because it's pretty much addictive. It's addictive. I didn't think of that. But I'm into, I think, 20 hours, 30 hours, but I'm not close to the end. So bear with me just 1 second and I'll find out exactly. Ja, okay. Er guckt danach, wie viele Stunden er schon hat. Ich habe 30 drin und ich komme einfach nicht zum Schluss. Bei mir, also ich bin, glaube ich, nicht fähig zum Führen einer Firma, wenn man es genau nimmt. Okay. Besser gesagt, virtuell nicht. Yeah. I'm at 35 hours, so not that much. Oh, you completed it with 35 hours. Yeah. Okay. I have to get up to you. Also, ich habe noch 5 Stunden Zeit, um das Spiel zu beenden. Nein, er meinte natürlich genauso nicht schnell sein Little will. Big Planet. Ja. Es war nicht Little Big Planet. Nein. Little Big Planet wird übrigens aus dem PlayStation Stores genommen. Warum? Einige Versionen von Little Big Planet, inklusive die Vita-Version, wird rausgenommen. Ja, warum? Weil die Server abgeschaltet werden. Ja, die Server werden abgeschaltet. Oh. Ja. Aber das meine nur. Lieblingsspiele von damals, okay. Genau. So, zu den Deals von heute aus dem This Week on Stadia Community Post haben wir schon berichtet, sodass wir jetzt endlich zu dem großen Punkt kommen. Our big part of this show this evening. It's all about Adam, or as you know him, OriginalPenguin. And the first question, where came this name from, OriginalPenguin? So I have a particular fondness of a brand of clothes that are called OriginalPenguin. And when I was about 19, I wanted a new gamer tag. You know, we use the same thing everywhere, and I got bored of my old one, and I thought, oh, OriginalPenguin would be a good one. Not thinking that I'd ever use it to make my own content or anything like that. It was just to have as a video game name. And yeah, I took it. And now I'm always worried that I'm going to get a cease and desist from the company. Maybe you make a contract with them and you are a, how do you call it, Botschafter, Ambassador. Ambassador for this company, yes? Well, to be honest, what happened once was PGA, the official PGA Twitter account, posted a tweet, and they're in partnership with OriginalPenguin, and they linked my account instead of the correct one. Ja. Also er hat seinen Namen von einer Firma, die Kleidung herstellt, OriginalPenguin, und die fand er so toll, hat das irgendwann mal als Gamertag angelegt und dachte sich nichts dabei, und jetzt mittlerweile macht er ja seinen eigenen Content und er wartet täglich auf eine Regressforderung von dieser Firma. Aber und einmal hat ihn quasi PGA Tour, die einen Contract mit der wirklichen Firma haben, in ihrem Twitter-Feed, haben fälschlicherweise ihn leider verlinkt. Naja, gut, aber vielleicht, maybe they make it too obvious that you're OriginalPenguin, not OriginalPenguin, but it's a UK company, is it? I think it's US, actually. Oh, US company. Oh. Okay. So, Adam, most viewers probably know you from some Pixelcounts for Stadia games, or some have seen your database for Stadia games at all. I think we will deep dive this part into these points later on. But first, could you give us an overview of your gaming history and also of your cloud gaming history, please? Okay, yeah, sure. So my gaming history, it first started when I was about 4.
and I was given a Game Boy Pocket, and I fell in love with Kirby's Block Ball. I would spend hours and hours playing Kirby's Block Ball, and yeah, that was my first foray into gaming. I don't know if you want to translate that before I carry on. Er hat früh angefangen. Mit 4 hat er mit Kirby, on which platform was it? Kirby's? Game Boy Pocket. Game Boy Pocket hat er angefangen. Mit 4, nicht schlecht, und Kirby. Und what followed? Yes, so after that, I stuck to the PlayStation side of things. I didn't get much use of like the N64 or SNES. I didn't get to use any of those consoles in my childhood. But I have a really fond memory, I don't know how well this is going to translate into German, of watching my aunt play the original Lara Crofts on PlayStation. I couldn't play myself, I was too young. Er hat seiner Tante zugeschaut, wie das Original Lara Croft damals auf der PlayStation gespielt hat. Das kann prägen, glaube ich, ja. Auf jeden Fall. This is something to remember, I guess. Yeah. The T-Rex. It's the T-Rex. Yes, the T-Rex. The main thing was, I remember my aunt would try and you had to do lots of like parkour, lots of acrobatics in that game, and yet your timing had to be perfect. There was no give and take, and my aunt would be forever shouting, "I told you to jump, you stupid cow." Ja, okay. Also seine Tante hat ein gutes Beispiel abgegeben. Nee, er hat ja immer nur zugeschaut. Er konnte das nicht selber. Und das Spiel erfordert ein perfektes Timing, weil das eben so ein Parcours-Element drin hat. Und seine Tante hat eben das Game immer angeschrien. Yes, so for cloud gaming, I guess it's a very short history. I've just been using. I've experienced some of the other ones, some of the other platforms, GeForce Now, xCloud, but I've just been using Stadia. I didn't know OnLive. I wasn't aware of that at the time, or Ouya. I hadn't used that one either. But yeah, Stadia was my first, and I'm happy with it. Yeah. So geht's mir auch. That's also my story actually. But also er hat mit Stadia dann irgendwann angefangen und er ist dabei geblieben, weil er braucht ja auch nichts anderes im Prinzip. Er ist glücklich damit. Soweit. Er hat ein paar andere ausprobiert. GeForce Now and Luna, you tried, I guess. No, Luna you didn't try, of course, because it's only US. But GeForce Now you tried, I guess. Yeah. Would you play Microsoft Flight Simulator on xCloud? The problem is I use peripherals. So I have a yoke, I have throttle, and the experience just isn't the same playing on touch controls or playing with the gamepad. So probably not. Okay. Gut, er hat halt komplettes Equipment für den Flight Simulator, für den er auch bekannt ist, den er immer spielt. Und das kann er ja schlecht in der Cloud spielen, soweit ich es verstanden habe. Richtig? Ja. Ja, mit dem Equipment. Ist nicht das gleiche mit Controller. Okay. Oder mit Touchpad. Dann kommen wir mal zu den Pixelcounts. Adam, why have you started to count pixels for Stadia games? It's not a typical hobby, I think. What was the reason for starting this? Ja, lass mich ganz kurz let me just tell people that you know what this is actually, because you've developed you started with counting pixels and then you developed for this a database actually to access. Ja, also er hat im Prinzip, wir haben uns immer, besser gesagt, jeder fragt sich ja bei den Stadia-Spielen, weil es nirgendwo offiziell dabei steht, welche Auflösung haben jetzt die. Ja, und dann gab es ja immer die Kontroverse, das ist kein echtes 4K, das ist ja nur 1080p, das läuft ja nur auf so und so viel. Und er hat sich Adam sat down and actually did something, he counted it in, because everybody was questioning, this game runs only on 180p and whatever. And also Adam hat sich dann wirklich hingesetzt und die Sache in die Hand genommen und fast jedes einzelne Spiel per Hand gezählt. So that's the beginning of the story. So now it's up to you. Yes. So the reason I got into it was, I think it was Doom Eternal. When Stadia was being advertised during 2019, the event November. called? Do you know what the event's called? I can't remember. E3?
Yeah. Possibly. No, it was later. I think it was a Google event. Yes, I Actually, think. yeah. Yeah. So This was in November, something like when they started, the founders. yeah. So during that event, they said that Doom Eternal will run at 4K, 60 FPS, HDR. A representative from the development company stood on center stage with a big thing in the background saying 4K, 60 FPS, HDR. We all remember. And Doom Eternal launched, and it wasn't 4K. It is 60 FPS, and it is HDR. And one thing I was curious about is how, for example, Digital Foundry would figure out the real resolution, the not upscaled resolution, native as we call it. And thankfully enough, Digital Foundry have a video on their channel that tells you how to do this. Okay. And so I thought, initially I used other websites because other news outlets have conducted some pixel counts. Digital Foundry is one, but there are a couple of others. There's like a Windows Tech website, for example. And initially I used their information. And then I decided, well, they haven't got information for this game. So why don't I try getting this? And, oh, they haven't got this, so I'll have a look at that. And that's how it started, really. Ja, also er hat praktisch damit angefangen, diese Aussage zu analysieren, weil die bei der Vorstellung von Stadia damals mit dem großen Screen im Hintergrund gesagt haben, Doom Eternal wird in 4K 60 FPS HDR laufen, und das war es dann letztendlich nicht. Und er hat sich auch gefragt, wie können die das denn zählen, und hat sich damit beschäftigt. Und die Digital Foundry, das Magazin quasi, hat Informationen veröffentlicht, wie sie das normalerweise machen. Und da dachte er sich, er kann es auch, und hat es versucht. You said you can do that too, and you tried, and you just figured out how to do that. It was a long process, a lot of trial and error, a lot of practicing. But yeah, eventually I'm now at a position where I'm very confident when I put out my data that it's accurate with what I have available to me. Ja, also das war ein langer Prozess, wie er das sich angeeignet hat, aber mittlerweile hat er den Prozess so im Griff, dass er sagt, das, was er an Möglichkeiten zur Verfügung hat, gibt ihm auch die korrekten Zahlen aus. Und you can pretty much show us your data actually, but you show us your data all the time because you have this database. Yep. So build up for everybody. Yeah, that's the good thing. That's not yours, that's ours. You made it ours. Exactly. Yeah, I wanted to give that resource to. I have no need to know a game. I have no need to know the resolution of any game. I don't care. As long as the game's good, I'll play it. Oh, that's a good attention. But there are people who want to know if a game is going to be 30 FPS, for example. There are people who suffer from conditions when a game is a lower frame rate, and so I made this resource to help other people, and that's the reason why it exists. It's also why it'll always be freely available. Yeah. Shout out to Mr. InLead, because he's one of those who is keen on 60 FPS because he gets sick of 30. He really gets motion sick, he told us lately. But also InLead hat ja, wo ist er? Sag mal Hallo im Chat. Hat uns ja letztens mitgeteilt, dass für ihn 30 FPS einfach unspielbar sind, weil er eigentlich Motion Sickness, wie sagt man das auf Deutsch, eine Bewegungskrankheit bekommt. Also auf jeden Fall ist unangenehm. Ja, und Adam sagt auch, ihm ist egal, welche Auflösung ein Spiel hat. Das ist ihm eigentlich völlig Bums, aber er sieht es auch, dass es Leute gibt, die das interessiert. Und deswegen hat er die Datenbank für alle zugänglich gemacht. Ja. So you have a special present for us, Adam, now. You are going to live pixel counting a game. So we will show you all who's interested in. Okay. So let's get your stream. Your picture. Do you have it already? Bear with me. Okay.
Is that working? I've sent that across. Yeah, perfect. Yeah. Just a minute. I will. So Here, this I is will have it here. this is your screen, and you have actually a screenshot of a game in Microsoft Paint. Yep, Microsoft Paint. Oh, that's cool. This is my these are my intricate tools. These are the tools of the trade, as it were. So this is Life is Strange True Colors, brand new game released on Stadia the other day, a couple of days ago, I think it was. So this is a capture that was donated to me by a friend of mine, because I don't own the game. It's not one I've purchased yet. And so what I do first is I look for straight lines. There's a select tool. So that straight line there, that straight edge looks really good. It's not too, the angle isn't too oblique, and it's not too narrow. Okay, also guckt immer nach, kriegt von gewissen, I have to start from the beginning. Oh, sorry. Also das ist jetzt sein Screen, und er zeigt uns hier jetzt gerade einen Screenshot von dem Life is Strange Spiel, dass den Screenshot hat er gestellt bekommen, weil er das Spiel nicht hat, und er schaut auf den Screenshots, die er zur Verfügung bekommt, immer nach irgendwelchen geraden Linien. Okay, straight lines. Yeah, so straight lines. So as I zoom in, you can see here that there are steps where there's like a grouping of two here, there's a single one there. That's what I'm looking for, but this line here, it kind of blends in a little bit with the background. This one right on the right bottom is better, maybe. Yeah, so there's loads of wonderful lines. Wonderful here as well. lines. Okay. Yeah, wonderful lines. I have such an interesting hobby, but actually this one here is really clear, is high contrast. Okay, high contrast. So I would use this. I would use this line to pixel count, and that's what I'm going to do in just a minute. I didn't know if you wanted to translate that. Yeah. Now we are live hosting, also wir sind live dabei, wie er jetzt uns zeigt, wie er das Spiel, er hat es selber noch nicht gezählt, er hat das Spiel ja nicht, und wir sind live dabei, wie er uns jetzt demonstriert, anhand dieser Linie die Pixel zu zählen. So what I do is I create a sample size. So for example, in biology, if you want to count how many cells are in a particular sample, you take a small sample, and then you can reasonably guess how many are in the larger sample. And that's what I'm going to be employing here. Okay, er zählt natürlich nur einen kleinen Bereich, wie in der Biologie. Da zählt man auch bei Proben nur einen kleinen Teil und extrapoliert die Zahlen nach oben. Und das demonstriert er uns jetzt. Genau. So depending on the length of the line I have available, it would change the sample size, but I tend to go for 20 pixels. So that is 20 pixels tall if I remove that. I don't know how well you can see. Oh, you can't see it. Yeah, you can. We can see that on the right, on the left bottom. There is, wenn er die Linie malt, sieht er genau 20 Pixel hoch. Man kann das ganz klein am Rand sehen, unten. And so I then take this line over to, in a straight line, to where it meets another step, and then grabbing my pencil, I just count each step. So each time the block of pixels moves up, I'll count that. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and then that's 14. Okay, und jetzt zählt er lediglich jeden Schritt, der nach oben geht. Okay, so now what I need to do is, I don't know how, bear with me, let me see if I can change it to share my entire screen. Okay, there we go. So I need the calculator. Can you see the yeah, okay, wonderful. Yeah, that's the calculator. Okay, jetzt wird trianguliert und extrapoliert. What we have is the capture size down in the bottom of the paint window, and it is, I'm going to be using the vertical axis. So we're going 2160, okay? So that's the number that we need. The sample size was 20 pixels. 20 pixels. Steps was
14. So we go 14 divided by 20, and that gives us 0.7. And then we times that. Slowly. Und jetzt nimmt er quasi, er hat unten, also er hat einen Bildausschnitt gewählt mit 2160 Pixeln. Und jetzt wird umgerechnet, also diese 20 Pixel und diese 14 Schritte werden jetzt, das gibt zusammen, also 20 Pixel, 14 Schritte auf 20 Pixel gibt 0,7. Okay. Okay. And then we times 0.7 mal 2160 wahrscheinlich. Vertical axis, so 2160. And that gives us this very strange resolution. Ja. Und das ist die Auflösung, die er jetzt aus dem Bild herauslesen kann. Also 1512 ist aber relativ krumm. Ja. So that is the native vertical resolution of this capture. All right. So to get the horizontal, all games on Stadia are 16:9 aspect ratio. So we divide this by 9 and times it by 16. So the native resolution of this capture is 2688 by 1512. Okay. That's it. Und jetzt hat er nichts anderes gemacht, als die 16:9 Auflösung wortwörtlich zu nehmen. Das heißt, wir haben gerade eben berechnet, wie hoch die Pixelrate ist. Das waren die 1500. Und dadurch können wir 16 durch 9, also durch 9 mal 16 eigentlich, also 16:9 im Verhältnis die Breite berechnen. Und das ist 2688. However, we have a little problem with this because this is the only game on Stadia that has given me this resolution. So that's a bit odd. So what I would do in this situation is I would take some more, if I owned the game myself, I would take more captures in different places to see if the resolution is dynamic. So if it goes up and down depending on how much is on the screen. But as I don't own the game, I have to wait for someone to give me a capture. Okay, also Aufruf an die Community. Whoever has owned this game, please send Adam some screenshots, because what he's gonna do, also was er tun wird, ist, er wird natürlich bei dieser krummen Auflösung annehmen, weil das wäre dann das einzige Spiel auf Stadia, das genau diese krumme Auflösung hat, und das ist relativ unwahrscheinlich. Er nimmt an, dass das also eine dynamische Auflösung ist, und ein anderer Screenshot hat wieder andere Werte, und daraus kann man dann you make the average out of it, of all screenshots late in the end. Don't you? No, so what I do is there are certain resolutions that usually come up. If you bear with me, I don't know what screen that's going to be on. Okay, so if I show, as you can see, I've brought my database up here, and the common resolutions, if I show this. You have a very good, you have a Kanban, no, the other one, a very good screen there. Yeah, I've got loads of, I've got loads of different views, and all sorts available to me. So the common resolutions, the ones that you will have heard before, 720p, 1080p, 1440p, that one's known as 2K, but it isn't 2K. 1620p, that one's known as 3K, but it isn't. 1800p, which is Doom Eternal, that's the real resolution of Doom Eternal. That's known as 3.5K, and 2160p, that is 4K. Okay, also es gibt auf Stadia diese standardmäßigen, also er hat viele Spiele gefunden, und die sind alle einzuordnen in eine dieser verschiedenen Auflösungen, und er hat gerade dazu gesagt, dass man nennt die auch nach der Endzahl, also nach der Höhe. 720 ist also quasi die Höhe des Spiels, 1080 ist auch die Höhe, und dann immer im Verhältnis 16:9 die Breite dazu. 1920 wäre zum Beispiel bei 1080. Und da hat er dazu gesagt, dann gibt es manche Auflösungen, die entsprechen dann 4K. 4K is the biggest one available, actually. It's 1944, is it? No, 2160. That's 4K. Also 2160 wäre 4K. Und ein Vielfaches davon, oder besser gesagt ein geteiltes davon, ist halt 2K. Man nennt es aber nicht 2K. So to answer your question about what I would do with this capture with
this strange resolution is, I personally believe this game is 1620p native, because it was 1512. So the next resolution up from 1512, the next standard resolution would be 1620p. So I would look for screenshots, and if I get 1620p in a screenshot, that tells me that the game is that, but with dynamic resolution. Ja, also er nimmt an, dass das letztendlich auf 1620 rausläuft bei dem Spiel. Er muss noch ein paar Mal mehr zählen, aber das auch nur, wenn er mehr Screenshots von euch bekommt. Und wenn er dann mehr gezählt hat, wird wahrscheinlich einer dabei sein, der 1620 hat, aber dann eben mit dynamischer Auflösung. Das heißt, es wird immer ein bisschen variieren nach unten. Is this game 30 or 60 FPS? That is, if I remember correctly, it is 30 FPS. I have already marked it down. Yeah, so it's 30 FPS and it's 30 FPS in 1080p mode. One more thing that I would do as well in this situation is one of the regular people in your chat is Robin Nyan. You heard of this gentleman, Robin? Yeah, he was there. I send him screenshots and he verifies, he independently pixel counts. And we check results against each other because he's also very capable at pixel counting. Yeah, Robin is there. I get it. Yeah, you mentioned him as a independent pixel counter. Yeah, Robin Nguyen. Yeah, where are you actually? You've been there in chat. Er war hier gerade noch. Er kriegt von Adam auch manchmal Screenshots geschickt und verifiziert die dann von unabhängiger Seite. And are you interested in knowing how I do the frame rates? Yeah, of course. Okay, awesome. Right, bear with me just 1 second. I hope this doesn't open up on the wrong screen. Okay, downloads. Ja, okay, ich will ihn jetzt nicht kurz unterbrechen, aber er hat nicht nur diese Datenbank, das muss man dazu sagen, sondern auch verschiedene andere Sortierungsarten, eine Kanban und eine Gantt-Ansicht. Eine Gantt-Ansicht ist ganz einfach aus dem Projektmanagement. Das kann man sehen, wann welches Spiel zu welcher Zeit released wurde. Ganz einfach in der Übersicht. Richtig cool gemacht. That's the Gantt view. Yeah. Yes, you can see there. Also ihr könnt sehen, da sind zu welchem Zeitpunkt ist welches Spiel auf Stadia erschienen. Yeah, I can't do Kanban because I don't have the right data types anymore, but I used to. But yes, so I've seen that yesterday, didn't I? You might, the Kanban? Yeah. You would have seen it the day before yesterday because it's been archived. Okay. Ich habe es mir wirklich angeguckt, gerade vorgestern, und er hat es jetzt schon archiviert, leider. Die Kanban-Ansicht war so, dass man da gesehen hat, welches Spiel in welcher Kategorie Auflösung eben zu finden war. In which resolution, which game was. This was the Kanban view. Yeah, but because I now display more than one thing, so for example, if a game doesn't support 4K mode, that will be next to the resolution. So Kanban doesn't work with that. It would have to be just the resolution. So that's why I've had to archive those views. But yeah, so we interested in looking at the FPS. This one's really quick, really easy. Yep. Yet again, I was donated this clip by a friend, and it is of Life is Strange True Colors. So what I do is I open it in VLC. Oh, you're not going to work for me now. Just let me ask. This is an just regular screenshot from Stadia with a screenshot button. Yeah. Okay, and this is a clip from the 30-second clips of Stadia. Yeah, that's okay. Correct. Also das sind die ganz normalen Screenshots, und also wenn ihr ihm einen schicken wollt, dann einfach einen ganz normalen Screenshot mit dem Stadia-Button machen und ihm schicken, oder ein Video. And the video you can download yourself, don't you? Yeah. So. Yeah. I have to be sent the videos. If you know the share link when you click share on Stadia, the video then becomes 1080p 30. You can't download it any. Okay, important information. Okay, that's important. Also, wenn ihr ein 30-Sekunden-Link aufnehmt oder einen Screenshot macht und den Link postet oder ihm schickt,
dann wird das automatisch auf 1080p runtergerechnet, dieses Video. Das heißt, ihr müsst das Video selber runterladen und ihm schicken. Okay. Oh, das wusste ich aber auch noch nicht. Ja, cool information. Yeah, well, here's another little bit of cool information. If you have VLC, I don't know if the key bindings will be the same on a non-standard keyboard, non-English keyboard, sorry, but Control J, I brought it up on the wrong screen. Control J tells you information about the video. Yeah. And if the video is only 1080p, it will tell you here. And if it's 1080p, it'll also tell you the frame rate of the video. Okay. But not the native. Er macht das Ganze im VLC Video Programm. Ganz normal, im Video-Ansicht-Programm. So the frame rate's really, really easy. Anyone could do this. Some people can see it with their eyes, but I prefer to test just in case, because there are some games that are 60 that stutter and they look 30, and there are some games, for example, Katamari Damacy Reroll. Some parts of that game are 60 FPS. Other parts of the game are locked to 30. Okay, but what game is 60 FPS, stutters, and feels like 30? Red Dead Redemption. What? That's never 60 FPS. Yeah, it's got a toggle. You can swap between 30 and 60. Oh. And if you play story mode, it's always 60 because the toggle's broken. Wow. Okay. Yeah, so standard Stadia capture in VLC, you get to a point in the video where like the camera's panning or there's some sort of motion going on, and you just press E on the keyboard and it goes frame by frame. And when you press the button, if it moves every time you press E, it's 60 FPS. If it moves every other time, it's 30 FPS. Okay. Das ist It's as easy as that. Er hat jetzt erstmal gesagt, es gibt ein Spiel auf Stadia, das immer mit 60 oder 30 läuft, je nach Ding. Und das wäre Red Dead Redemption, läuft auf 60 FPS. Auch im Story-Mode sowieso, weil da geht der Toggle-Button gar nicht. Aber, und wenn ihr im VLC ganz normal, das kann jeder nachvollziehen, im VLC-Video-Programm, Ansichtprogramm, Steuerung I drückt, dann bleibt das Bild stehen und with I-Button, with I? The letter E. Ja, with the letter E. Also mit der I-Taste wird Entschuldigung, mit der E-Taste wird immer ein Frame, ein Bild weitergeschalten, und sollte sich das Bild bewegen, dann habt ihr 60 FPS, und sollte sich jedes zweite Mal beim Tastendruck bewegen, dann sind es natürlich 30. So yeah, there we go. That's how I do it. It's as simple as that. That's very impressive. Everybody can do that. So I will get your camera back too for our viewers, so everybody can see you and not your screen anymore. There you are. So Adam, thanks very much. This was very impressive and nerdy. I watched all the time and tried to understand. And I think the chat was the same because it was very silently on the chat. So thanks for this insights. No worries. Now your second big job, I would say, is right now you are a moderator at the Reddit of Stadia, of the r/Stadia. Why did you apply, or how do you get there? So funnily enough, before I applied, I rarely used Reddit. I tend to stick to Twitter and Discord, but I did keep my eye on the Stadia subreddit. There's a lot of interesting information that pops up. Sometimes there are some interesting discussions. And the reason I applied was I just wanted to help make it a safe space for Stadia users or for prospective Stadia users. Okay. So if someone's like, oh, I want to know a little bit about this, I didn't want them to be dogpiled by people saying, oh, Stadia's rubbish, or even the other way, someone saying Stadia will save your life, for example. Ja, also er hat ja noch ein zweites Hobby. Neben Pixelzählen ist er Moderator für das offizielle Stadia Subreddit. Und die Moderatoren sind, glaube ich, the moderators are all external moderators from the community, aren't they?
Yes. Also es sind keine Profis, die das Stadia-Subreddit moderieren, sondern das sind absichtlich Leute aus der Community, so wie er. Er hat sich vorher eigentlich mit Reddit nie großartig beschäftigt gehabt, bevor er sich beworben hat, und hat dann irgendwie, ist er da reingerutscht. Er wollte aber auch bewirken, dass dort ein Platz entsteht, an dem sich Leute austauschen und nicht gleich nur über die Plattform herziehen, aber auch nicht gleich alles über den grünen Klee loben. Und einfach Informationen austauschen. Und er hat ja auch schon profitiert von den Informationen. Und that's the key element for you. Was like the information, make them available and a healthy and satisfying space to communicate, actually, isn't it? Yeah. So I'm a big advocate of, whilst I might not agree with someone, I feel like they should still have the same opportunity to give their opinion as someone I do agree with, for example. Ja, jeder sollte die Möglichkeit haben, sich mit Informationen auszutauschen. Auch wenn man mit dem nicht übereinstimmt, sollte er oder derjenige, das Gegenüber, trotzdem die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Aber man muss auch dazu sagen, ihr müsst keine Angst vor Reddit haben oder so. Das ist jetzt kein 4chan oder so, wo es eine wirklich sehr toxische Community gibt, sondern es ist wirklich ein sehr informativer Platz. Also nicht nur informativ, jetzt bin ich sehr dunkel, also nicht nur sehr informativ, was Stadia angeht, sondern auch generelle Themen. Ich glaube, dass jemand, der jetzt nicht Reddit kennt, auch nicht Abstand davon nehmen sollte, weil er mal komische Sachen gehört hat, sondern schaut es euch mal an. Gerade im Gaming-Bereich, in den gut moderierten Gruppen, das sind die meisten, ist das auch wirklich ein Mehrwert, den man mitgeben kann, weil vor allem auch viele dort Interviews geben, die nennt man dann Ask Me Anything. Und da kann man wirklich dann nochmal so ein bisschen mehr Tiefe rausziehen. Ja. Und viele Entwickler sind auch dort vor Ort. If you don't know Reddit, just try it out. It's not a toxic space. It's good for information, actually. Yeah. That's right. Adam, I think as a moderator on Reddit, on the Stadia Reddit, which is official Stadia Reddit, you have daily tasks. I would imagine. So, what's your job there? What have you do? So first of all, actually, the whole being a moderator is voluntary. So I don't have daily tasks. I don't have to. Obviously, I have to do something at some point. I can't just sit idle. But there's no onus for me to do X amount. There's no requirement for me to do. Also hat keine Vorgaben, die dazu erfüllen hat, sondern macht es freiwillig. That's your volunteer job. Yeah, basically. And so what we do as moderators is we're keeping it safe from misinformation. We're keeping it safe from abusive comments and abusive posts. And we also like to have a little wiki where we give lots of information, too much information for us to keep our eyes on all the time. But like, for example, the upcoming games list, that will always be kept up to date so that anyone who doesn't want to look through this week on Stadia, they can just go straight to the Reddit and it's there available for them. Yeah, the wiki gets too little attention. And I'm gonna make people aware of it, because ich sag's euch kurz, er hat das jetzt gerade nochmal erwähnt, Sie haben als Moderatoren die Aufgabe, also den gesamten Chat-Ablauf in dem Subreddit einigermaßen zivilisiert zu bedeuten und auch Fehlinformationen rauszunehmen. Das ist auch deren Aufgabe. Aber auch das Wiki up-to-date zu halten. Und wer das noch nicht kennt, das ist wirklich eine feine Sache. Das ist so eine Art also ein Wiki, eine Informationsdatenbank über alles, was Stadia betrifft, wann welches Spiel wo wann rauskam und was weiß ich. Das steht da wirklich schön gepflegt drin. Und eine Aufgabe der Moderatoren ist da, das mit zu pflegen. Yeah, I made people aware of the wiki. Okay, just look at it. I have to make sure it's up to date now. Jackie, du wolltest was fragen. Was wolltest du? Ich wollte was fragen. Eigentlich wollte ich nichts fragen. Okay. Ich will noch was fragen. One viewer had us send some questions in front of this show. It was Enlead, the well-known Enlead, the Stadia Pro Monitor guy. So, Adam, have you any more streams planned with a heart rate monitor?
So, funnily enough, I was hoping to stream really recently, but the problem with the heart rate monitor is the software I use. There are some, how do I say this? I can't make it work the way I want it to, and I have to wait for the developer to fix it. So they will come. The heart rate monitor will be back, but I can't say when. Which game did you play with heart rate monitor? Resident Evil. I have a story to tell in that case, because a friend of mine, Pleitos, hallo, wenn das mal anhört im Podcast, eine Grüße an dich. My friend, he was also capturing on Twitch a gameplay with heart rate monitor, and you saw his really heart rate on that. And he captured a session of Resident Evil 7 VR. That wasn't very good, because also er hat, glaube ich, die Session nach nicht mal einer halben Stunde irgendwann abgebrochen. Der Stream hat, it ended abruptly. Yeah, I don't blame your friend. I don't blame him. Okay, and the second question from Inlead is, what's your game wish list for cloud gaming or Stadia specifically? Game wish list. I mean, I don't know if any of you are in the official Stadia Discord, but there is an Easter egg. If you type !rule 34, a bot will reply and say any game that exists must be ported to Stadia. And I think that's probably the closest I feel to answering that question. However, specific game that I would like, or specific set of games that I'd like, Kerbal Space Program 2. I absolutely loved the first game, but it is time to move on to the second one. I don't need the first one. I didn't get the name. What's it? Carport Space? Kerbal Space Program. Okay. It's like a rocket. It's like a rocket simulator. Okay. Yeah. You should be ashamed that you've not heard of it before. No, I didn't. It's not on Stadia. No, it's not. Also er wurde gefragt, was auf Stadia unbedingt gehört, und er sagt, eigentlich gehört jedes Spiel dazu. Where is that bot? Where do you? It's in Discord. It's ! Rule 34. So in the official Stadia Discord, you just type that in. Rule 34. Yeah, Rule 34. Okay. Also wenn man Exclamation Mark, also Ausrufezeichen Rule 34 im Stadia Discord eingibt, dann antwortet einem ein Bot und sagt, jedes Spiel gehört auf Stadia. Und das ist auch seine Meinung. Das ist auch meine Meinung. That's my opinion too. Wo ist Mass Effect? Mass Effect? Mass Effect. It needs to be released on cloud gaming. Es war schon wieder Dienstag heute. Es ist kein Mafia. Mafia and Mass Effect. I need these games. I did play Mafia 1 when it was released. And me too. I'm old. I'm very old. And I played it too. Yeah. So, but with cloud gaming specifically, I'm not too interested in playing the games I've already played. What I would like are games that work specifically for cloud gaming are strategy, turn-based games, and simulation games. Games that you can just quickly pop on, 20 minutes, hop off. I think that is like the real benefit, the real strength of cloud gaming is the ability to just drop in. Yeah. So humankind game with touch, with its unique touch feature on Stadia. I played it and it's awesome. You can play it everywhere and you only need your smartphone. Yeah, and that direct touch feature is a must for all games on Stadia. Yep. Games. Also die Herren haben sich gerade ausgetauscht über Simulation Games und speziell über, was war das? Humankind war das, gell? Humankind. Was ja wirklich ein tolles Feature hat mit den Touch Controls. Das heißt, ihr könnt es auf dem, wo hast du es gespielt? Auf dem Handy? Nee, auf dem Tablet, oder? Du kannst es, you can play it on your smartphone and every touch screen. So you not only need your smartphone, you can play it on every Chromebook. Maybe you can. I played it on my Chromebook,
and my smartphone with direct touch. That's not a virtual controller. It's direct touch. Ja, also man berührt die Figuren und die ziehen dann, oder? Genau. Ah, cooles Feature. All right. So YouTube live streaming told me there's a mistake, an error. Is there anybody still outside? Ja, pass auf. Ich sehe uns noch. Du siehst Ich uns sehe noch. uns auch. Okay, then I will move on. So maybe do we have another question for Adam, Scooter, Chigi? Do we have some things to ask him? Yeah, Adam, you just mentioned lately, not only in Reddit, that you have some changes, and obviously you have made some changes to your database. What's up to come? How can we help you? That's actually my question. You told us already to send you some screenshots. Okay, we'll try. Our community. I'm gonna try to tell our community to do so. But how can we help you? So actually, I'm glad that you asked, because there is. When I changed my database, I've included a new data set, and the only way I can fill in this missing data is if I either rebuy the games, which means no refund, because you can only refund once, or the community giving me the information that I'm missing. So I've actually, in the recent Reddit post that you mentioned, I put a list of games that I need surround sound information for, if it supports surround sound. So if anyone in your community would like to take a look at the list of games there and tell me if it supports surround sound, that would help me immensely. Ja, I'm gonna tell in German. Also er braucht tatsächlich Hilfe, wenn wir ihm helfen könnten. Und zwar kann er nicht mehr im Nachhinein rausfinden, welches Game jetzt Surround Sound unterstützt, weil er das in seiner alten Datenbank nicht drin hatte. Und wenn er es wieder kaufen würde, könnte er ja keinen Refund bekommen für die Spiele. Also müssen wir ihm helfen. Und zwar rausfinden, welche Games letztendlich, er hat eine Liste. Und die hat er unter seinen Reddit-Post mit den Änderungen geschrieben. Ich werde es nachher mal verlinken. Ich habe den Link irgendwo hier. Und darunter ist eine Liste von Spielen, über die er leider keine Informationen hat, ob die jetzt Surround Sound unterstützen oder nicht. Und wir könnten nachgucken, wenn wir diese Spiele besitzen. Sehr schön. Da helfen wir doch gerne aus. Ja. Adam, what's your absolute number one video game all time? Oh man, cheeky, that is a bad question. All-time number one video game. There has to be the number one. Okay, It's Flight Simulator, isn't it? Flight Simulator is it's up there. It's not number one. Okay, it's Tom something Locomotion. It was on the PlayStation. And it's also available on PC. Tom Sawyer? Chris Sawyer. Sorry, Chris Sawyer's Locomotion. He also made Chris Roller Coaster Tycoon 1 and 2. I know. Wow, that's some memories coming to my brain now. That game is wonderful. Absolutely wonderful. We clearly see that you're likely you like simulators. Yeah, a little bit. Ja, also Roller Coaster Tycoon 1 and 2 ist ganz hoch in seiner Gunst. Immer noch. All-time favorite. Und Chris Sawyers Locomotion. Also das sind wirklich Erinnerungen, die da in meinem Kopf schießen. Da hat er recht. Das kenne ich tatsächlich auch noch. So I know this game. This is giving me some memories now coming to me. There's also a sequel or a prequel. There's a game before or after, I can't remember, by the same person. It's called Transport Tycoon. You may have heard that one. Yes. Yeah. So that's very, very similar. That's a good answer. Thank you.
Very interesting, guys. How about Okay. all of you? What are yours? Mass Effect. It's Mass Effect. It's the whole series. I love it. Ich schwanke noch. Ich nenne eigentlich immer, I always mention, if I've been asked for my favorite game all time, it's Monkey Island 3. But actually, it varies. It's not sticked to that old game. It's a good game, but a new one is likely to come sometime. Yeah. Why not? Yeah. In my case, it's a series called in Germany Anno. I think it's something like 6002 AD in English called. It's a strategy hit where you have to build. I don't know if you know it, Adam. Anno but- 16, oder? Anno 1800. Yeah, Oder for Anno example. 18. For example, genau. I think I've played that. Yeah. Yeah, it's a great game. Yeah, you say it. So, guys, what a show. Guys, thank you very much for your attention, for your appearance, for joining us and take part at Cloudplay. Adam, great that you've been with us. What a pleasure. It was really fun and really nerdy, but very interesting to watch you live counting Pixel for a Stadia game. Absolute fantastic. Thank you so much. No, thank you. Und Ja. Scooter, vielen lieben Dank dir für deine Übersetzungsleistungen. Danke. Bei mir ging es ja ständig schon zwischen Deutsch und Englisch hinterher. Ich weiß nicht, wie du das heute alles bewältigt hast. Ich denke, du wirst dir dann erstmal ein schönes Kaltgetränk gönnen. Ja, die ganze Zeit. Ich habe Die ganze Nachschub Zeit gehabt. schon, ja. Und dann wirst du auch Golf machen. Also vielen lieben Dank auch dir, Scooter, für deine Rolle heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Und ich muss wirklich nochmal einen Aufruf starten an die Community. Helft uns, also wir helfen uns ja gegenseitig, indem wir Adam unterstützen, seine Datenbank zu aktualisieren, zu führen bei neuen Spielen sowieso. Und jetzt gerade mit dem Problem, das er hatte mit dem Surround Sound. Schaut mal auf Reddit rein. Wir können auch in unserem Discord die Liste nochmal rumgehen lassen oder vielleicht auf Twitter raus. Das würde mir echt Freude bereiten, wenn wir ihm dabei unterstützen könnten und hier nochmal eine Aktion starten. Vielleicht kriegt man das auch hin, dass wir aus der deutschen Community raus vielleicht, keine Ahnung, 50% der Spiele schon mal mit Surround Sound testen oder so. Das wäre cool. Ich glaube, in Lied ist schon weg. Der hilft schon. Der macht schon alles gut. Der ist schon am Nachschauen. Genau. Chiki, auch dir wieder vielen lieben Dank, dass du uns so einen tollen Gast heute hier für Cloudplay organisiert hast und deine Insights preisgegeben hast. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Golfen. Ja, vielen Dank und in knapp 10 Minuten geht es dann los. Wir machen alle eine kleine kurze Pause und dann startet der Stream. Den Link habe ich euch schon gepostet. Wir spielen auf jeden Fall 1, 2 Runden Golf. Mal schauen, wie weit wir kommen und der Scooter wird ein bisschen mehr erzählen über die technischen Dinge des Golfen. Für diejenigen, die da nicht so drin sind oder so. Naja, wir schauen mal. Also Scooter, man muss das wissen, tendiert ja immer so dazu, ja, ich bin ja nicht so gut in The Crew. Und am Ende ist er natürlich immer die Nummer 1 und auch international in den Top 10. Und deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ansonsten, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass eine pickepackevolle 2-Stunden-Sendung hier knapp geworden ist. 1,5 Stunden sind wir jetzt, glaube ich. Und thank you, Adam, for joining us. Und ich freue mich aufs nächste Mal und da kommen wieder, schaut Ganz einfach toll. rein. Wir haben Genau. immer tolle Gäste und eine super Community. Danke an alle da draußen. Ganz genau. Vielen lieben Dank, ihr da draußen, ihr Zuschauer, Zuhörerinnen. Egal, ob ihr halt bei YouTube jetzt live dabei seid, obwohl mir ein Riesenfehler angezeigt wird hier in meiner Livestreaming-Konsole, aber es scheint ja alles zu funktionieren und das ist das Wichtigste. Oder als wenn ihr uns als Podcast hört, auch super, vielen lieben Dank. Sagt uns unter dem Video in den Kommentaren am besten mal Bescheid, ob ihr diesen internationalen Ausflug jetzt gut fandet oder weniger gut. Das interessiert uns. Wir können dann auch in die Zukunft mal weiter planen. Und mir war es wie immer eine Ehre. Wir sehen uns wieder in genau 2 Wochen. Das ist dann der 28. September. Wieder genau 20:30 Uhr, wie Chiki schon angeteasert hat, mit ganz spannenden neuen Gästen und neuen Themen. Und ja, dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, see you, bye bye. Ciao. Auf Bye-bye. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.